Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir bei dem Opel Vectra C, Baujahr 2003, 108 kW, Benziner mit Flüssiggasanlage, nachträglich nachgerüstet. Und bei dem wollen wir einmal den Generator tauschen. Warum? Weil er kaputt ist. Den Generator wollen wir einmal tauschen. Und ja, mit Gasanlage ist es etwas aufwendiger. Ja, und das dazu. Ansonsten alle wichtigen Kauflinks unten in der Videobeschreibung und wie man das Ganze wechseln könnte, würde ich euch gerne zeigen. Und ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop. Hat auch zwei eigene Hausmarken, vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längerem zusammen und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man ein vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Ganz wichtig, bevor ihr den Generator tauscht, ist es ganz wichtig, die Batterie abzuklemmen, Minuspol abklemmen. Warum? Weil wir dort an das Pluskabel müssen und da kann es passieren, dass man einen Kurzschluss macht. Deswegen das Ganze einmal abklemmen. Ja, der Generator befindet sich hier in dem Bereich, das heißt Luftfilterkasten raus, alles einmal abmachen. Und hier können wir dann auch einmal die Gasanlage sehen. Und hier gehen halt ein paar Schläuche durch, die uns stören werden, aber das sehen wir jetzt alles nach und nach. Dann bauen wir das Ganze hier jetzt einmal aus mit einer 7er Nuss, dem Luftmassenmesser. Mit einem 25er Torx. Ganz wichtig, ihr müsst jetzt, damit ihr an den Flachriemen drankommt, beziehungsweise den Flachriemen lösen könnt, muss jetzt einmal Motorhalter ab. Das bedeutet, ihr müsst entweder eine Brücke drauf machen oder unten Holzklotz hinmachen, damit euch der Motor natürlich nicht runterfällt und vernünftig stehen kann. Deswegen mit dem Holzklotz benötigt ihr eine Bühne oder den Motorblock. Da benötigt ihr dann keine Bühne für, also der Motorhalter. Und dann können wir das Ganze hier einmal abschrauben und das Ganze hier einmal entfernen. Dann nehmen wir einen E14 Torx. Und mit einer 16er Nuss
Der nächste Trick ist, hier benötigt man eigentlich so ein Spezialwerkzeug, wo man den Spanner so ein Viereck einsetzt und das Ganze dann umhebeln kann. Das hat man natürlich nicht. Dann nimmt man einen 17er, 16er gekrümmten, setzt ihn hier an und muss aufpassen und dann kann man dagegen drücken. Aber vorsichtig, man kann dabei ausrutschen und sich die Finger klemmen. Und dann kriegt man den Riemen ab. Jetzt können wir die Leitung hier abmachen von Tankentlüftung. Stecker vom Motorsteuergerät ab. Jetzt mit einer 10er Nuss das Steuergerät einmal raus. Das ist dann einmal das Motorsteuergerät. Wir schrauben als nächstes die Plusleitung ab mit einem 17er Schlüssel. So sieht das Ganze dann einmal aus. So, und den Stecker unten für den Generatorregler. So, die Kabel dann einmal zur Seite. So, und jetzt können wir den Generator abschrauben. Ja, jetzt etwas schwer zu sehen, aber ungefähr auf der Höhe. Und mit Hilfe von einer 10er Nuss kriegt man die zweite Schraube auch raus. Man kann hier nämlich eine 10er Nuss ansetzen, wenn man das vorher gelöst hat. Dann kriegt man das auch ab. Und jetzt oben die zwei E12 abschrauben. Neuen Generator wieder rein.
Ja Leute, anschließend Deckel drauf, Kühlwasser befüllen, Kühlwasser entlüften. Da gibt es ein separates Video, da gibt es auch einen extra Koffer für. Wir blenden mal Thumb ein oder einfach VW Passat Kühlwasser, Kühlsystem entlüften auf dem Kanal. Dann werdet ihr das Video finden. Das Ganze wird mit Unterdruck abgesaugt und anschließend mit frischem Kühlwasser befüllt. Da haben wir ein separates Video zu gemacht. Koffer verlinken wir mal unten. Und ja, oder wenn ihr Koffer nicht habt, Kühlwasser befüllen, Probefahrt machen und prüfen, dass der Kühlwasserstand passt. Natürlich Batterie wieder anklemmen, dann das Ganze starten und dann mit dem Multimeter Ladedruckspannung, da haben wir auch schon ein separates Video zu, einfach auf dem Kanal Ladedruckspannung prüfen, mit dem Multimeter einfach plus minus dran klemmen, Spannungsmessung und dann gucken, dass mindestens 13,5 Volt daraus kommt. So, ja, das dazu. Bisschen nicht so ganz einfach, das Ganze zu wechseln, aber machbar. Und ja, ich hoffe, das Video hat dem einen oder anderen weitergeholfen und gefallen. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. E-Mail ist auch unten drin, falls ihr eine Reparatur haben möchtet. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.